Wir haben beim letzten Mal mal wieder in den Hintern getreten und den Todesritter besiegt. Und wir haben Benedetta angeworben. Ist also eine Menge passiert. Und Dimitri, Dittu und Rodrigue haben uns verlassen. Sie sind leider nicht mehr unter uns. Also halt temporär hoffentlich. Und wir machen erstmal weiter. Also, wir müssen ganz nach da oben. Und da ist eine Anna. Leute, wir müssen ganz dahin. Alle ein bisschen in diesem Gebiet abstehen, aber das glaube ich noch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang, würde ich sagen. So halt. Viel Auswahl haben wir jetzt ja nicht. Also hauen wir da einfach rein. Kavalier, das sollten und der Dunkelmagier werden besiegt. Die sind da. Gut. Kavalier kann sich Sylvain drum kümmern. Dann haben wir hier einen Söldner, kann sich Ingrid drum kümmern und den Dunkelmagier. Da kommen wir mit Flame, die packt das. Wir machen mal Pause. Wir sind so stark. Wir müssen unsere Kraft ein bisschen zügeln. Nehmen wir Bernie mal mit. Deswegen stellen wir dich auf, Bernie. Wir stellen dich nicht dahin, damit du gut aussiehst. Oh, ich weiß, dass wir hier reinkommen. Diese Weile her sind wir Spieler. Da kommst du mir gerade recht. Verhindere, dass die Truppen des Kavaliers die erste Ballistastation erreichen. Gut, Leute. Ihr habt's gehört. I will give it my all. I shall do my part. Begin the operation. Den. Orders are clear. It's Bernie's time to shine. Und du bist da. Boah, wir sind mal ein bisschen Range auf. Wir besiegen mal kurz den Kavalier, dann switchen wir. Wir können leider nicht während der Animation switchen. Das ist der Dunkelmagier. Der Kavalier. Da ist der Kavalier. Perfekt, der war das schon. Tja. Ach, der lebt noch! Ja, jetzt nicht mehr. Ja, da hat wohl ein bisschen Verstärkung mitgebracht. Gut, damit können wir leben. Also, alles einfach lernen. Sylvain, kümmere dich um die Verstärkung. Ich weiß, um Kavaliere besiegen bist du top, also sollte das für dich kein Problem sein. Keine Sorge, Sylvain ist eigentlich im Vorteil, der tut nur so. Haben wir den Windzauber? Ja, haben wir. Oh, Bernie, kannst du dich mal um den Pegasi kümmern? Der geht mir auf die Nerven. Alter, ich sehe nichts. Wo bin ich? So, meine Güte. So, jetzt kümmern wir uns da selbst drum. Das ist der falsche. Da, den nicht. So. Flaney? Komm mal her. Komm mal rein. Ja, ich kann es auch nicht fassen, wie du dich da angestellt hast. Vielleicht ist das da. Und dann geht's uns mal viel besser. So.
Und ihr kümmert euch, beziehungsweise kümmert sich um den. So, und du gehst dahin. Ist ein Dunkelmann. Musst ein bisschen aufpassen, aber solltest du theoretisch hinkriegen. Flame konzentriert dir. So halt, wie solltest du mit Intel ganz alleine schaffen? So. Das war die Magierin. Dann sind wir die auch los. Oh, das war's ja schon. Perfekt. Das war doch jetzt gar nicht so schwer. Ja, wir haben ein paar wenig Gegner besiegt. Wir haben eigentlich nur die besiegt, die wir besiegen mussten. Das war's eigentlich. Aber der Windskill von Flame war halt echt nützlich. So. Ein paar Trainingspunkte, Strategieressourcen. Was haben wir hier? Oh, wir müssen eh in die erstmal zurück. Wir haben keinen Platz mehr auf dem Vorrat. Und das habe ich nicht so gerne. Ich hätte gerne Platz auf dem Vorrat, damit wir Sachen auch aktiv einsammeln können. Einmal zum Lohnmeister. Wir können uns das abholen. Dankeschön. So. Oh, falsches Ding. Dann zum nächsten. Wir wollten zum Logistik. Supplies are the lifeblood of any army. So, holen wir uns mal holen wir uns mal die Vorräte ab. Oh, eine Hausierer-Lizenz, nice. Everything has its use. Aber es reicht noch nicht zum Upgraden. Gehen wir nochmal kurz zum Lehrmeister, weil wir gerade die Punkte haben und wir gerade schon mal zufällig in den Dings sind. Halt. Oh. Wenn wir halt schon mal hier sind, dann können wir das auch mal eben ganz kurz machen. Das geht ja schnell. Glad you were here to keep me on my toes. So. Only thorn. No. Hey. This training can be with proper training. So halt. You'll be unstoppable. Ja, dann haben wir das wenigstens. Dann können wir auch weitermachen. Wo waren wir stehen geblieben? Which battlefield are you headed to? Ja, wir wollten ein paar Ressourcen einsammeln. I see. Oh, die hübschen Heiligen. Was gibt's hier? Erhöht die Schwerterkampftechnik. Ja, dann. Benötigt bei Oberstufensiegel. Ja, nehmen wir 3 Stück. Und hier ist ein bisschen Baus. Dann können wir gleich zurückgehen, weil eine Einrichtung ist erweitert, aber auch schön. Make sure you're ready. Und welche können wir denn erweitern? Allow me to assist with Den any Übungskreis. matters Oh ja, regarding das the nehme ich gerne. facilities. Können wir hier Oberstufen freischalten. Sehr schön. Tja, das wäre das nächste auf der Liste. Ja, wir haben ziemlich viele Lanzen. Let me know if I may be of further. Which battlefield are you headed to? Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Wir sind auf dem Weg in den Norden. Nicht nach Vertania City, sondern in den Norden. Auch wenn Vertania City nördlich von Alabastia liegt. Die Bürgerin müssen wir beschützen. Wo ist sie denn? Wo ist denn die Bürgerin? Ach, da hinten ist sie. Was haben wir hier denn? Wir haben Schwerter. Okay, wir können eigentlich so stehen bleiben. Vielleicht wird alles geflamed zu Hause. Ich kann Ash stattdessen mitnehmen. Weil es ist halt immer ganz nice, einen Healer dabei zu haben. Lass mir Flamer mit. Weil wir sollten vielleicht, wir können auch gucken, wen wir... Oh, sorry, ich auf Kampf hatte. Wir können auch gucken, dass wir jemanden mitnehmen, der halt ausgeruht ist. Hier, Annette können wir mitnehmen. Das ist eine Flame zu Hause, nehmen wir stattdessen Annette mit. Dann kriegen wir einen kleinen Bonus drauf. Annette hat den und Shira hat den. Shira lassen wir zu Hause. Nehmen wir stattdessen Annette mit. Ich habe Annette mit ein bisschen Gold hochgelevelt. Dann können wir sie halt tatsächlich auch einsetzen. Let's give it all we've got. Aber ich glaube, sie hat kein Heal ausgerüstet, ne? Do not let anyone. I'll give it 1000%.
Das ist gut. I'll back you up. Begin the operation. Eigentlich können wir nicht hier sagen, alle beschützen. Komplette Give them your Defensive. aid. Through. Maybe we should just run away? Die verlassen sich auf uns. Please find it in your heart to help me. Ja, wir sind hier schon dabei. Wir sind ja schon alle unterwegs, jetzt können wir ein bisschen aufräumen. Das ist schade, dass wir diesen Angriff von Epona nicht mehr haben, dieses Rumstampfen. In solchen Massen war das immer ziemlich cool. Keine Sorge, wir haben genug Reichweite, um da durchzufliegen. Oh, das Falsche. Ich wollte eigentlich das Feuerding nehmen, aber da war mein Daumen schneller als mein Geist. So, jetzt haben wir halt diesen Mega-Range. Was wollt ihr machen, ne? Wir brauchen Gegner. Wir müssen noch irgendwo Gegner. Nein, To die here. unsere Reichweite. So this is defeat. I'm sorry. Stand down. Capturing stuff is what war's all about, right? Dann müssen wir uns das hier von vorne aufbauen. Was ist er denn da ganz hinten? Oh, ein Riesenwolf. Not good. They've got us on the back foot. Wow. So, wie sieht's hier aus? Okay, die ist ganz... Dann machen wir mal Folgendes. Sylvain, Hear you loud and clear. auf I'll da. make sure. Let me at him. Ready? So, machen wir so ein bisschen Feuer unterm Hintern. Done for. The rest is up to you. Das wird ganz schnell gehen. So. I cannot grow Tada! It's no use. We can't gain any ground. Okay, die ist gleich in Sicherheit. I'll give it 1000%. Dann kannst du da auch hin. Leave everything to me. Und It's Birdie's time to shine. Bernie kann da auch schon mal hin. You need some backup? Oh, nicht Sylvain beschützen. Time to shine. You shall pay for this. You hear? So, die ist safe. We did Kurz it. abwarten, was sie jetzt machen. Ob sie weiter beschützt werden muss. Sieht nicht so aus. Let's carve a swath through the battlefield. Never mind. Give them no quarter. A fight hit. Wir machen das mal anders. Ich bin schon. Stand back. So, ich möchte nämlich den ganz gern besiegen. Weil ich schätze, das begin our orders. So. Kümmern wir uns um ihn. Natürlich weicht er aus, wenn ich die Skill einsetze, ne? Dann kümmern wir uns nämlich um ihn, während Ingrid die Bürgerin da beschützt. Not your day, huh? Try again tomorrow. Und hoffentlich schaffen wir das dann auch rechtzeitig, den zu besiegen. Der hat nämlich 3 Leben. This one's ours. Where to next?
Naja, immerhin ist das jetzt unser. Das heißt, wir kriegen mal ein bisschen Passivheilung. Das ist halt auch ganz cool. So, können wir noch ein bisschen Schaden machen. Das ist ja immer ausreichend, wenn wir Aschenblut einsetzen, ne? Und jetzt haben wir keine Lust mehr dafür. So, ich hätte halt das Material, was der Job ganz gerne. Und ich meine, wir haben jetzt halt auch nicht fertig, ne? Daher. So, das geht raus. Ja. So, wir haben ihn ja gleich. Nur noch ein paar Mal schauen. Not your day, huh? Try again tomorrow. So. Das dürfte es für ihn eigentlich gewesen sein. Ja. A great success. Und das war nämlich eine Nebenmission. Handle this. Jetzt können wir uns dran um den da kümmern. Au! Lass die ganze Ruhe. You'll never win. Thank you, my friend. Ja. I bet my father would have done even better. Also ich finde, du hast das schon extrem gut gemacht. Du, dein Vater ist auch nicht das Maß aller Dinge. Ich habe den doch nicht auf dem Schlachtfeld erlebt. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde, du hast deine Sachen sehr gut gemacht. Lady. Hast das Kapitel ja fast immer alleine gemacht. Naja, gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich finde trotzdem, hast du gut gemacht. Und ein bisschen Bares bringt uns das auch ein. Das ist gut, wir brauchen nämlich Bares für die Klassenwechsel. Ich meine, das kostet Geld. Oh. Oh, es geht weiter. We've received a message from Margrave Gautier. It seems there's an emergency at the capital. No. I hope His Majesty is safe. Cornelia has arrived at the gates of Ferdiad, leading the combined forces of the Western Lords. And here I thought we were keeping an eye on those guys. It seems they outsmarted us, though. If this message is anything to go by, they must have been hiding their tracks from us somehow. Sounds like they're outfitted with strange new weapons as well, which they use to threaten the citizens of the capital. And so, our fearless leader surrendered to the enemy to protect the people of Ferdiad from harm. I'm not sure what's become of Dedu or my father. And what about my father? He was guarding the city with Duke Ivan. I haven't heard of any harm to Gustav, but we can't assume the same for the Duke. I'm worried about Dedu and the others. I can only hope they're unharmed. Tja, sieht I nicht so gut agree, aus. but they're not the sort who would abandon their duties to save their own skin. Ja, das ist gerade das, was mir Sorgen We macht. need to head north, Felix. There's no time to lose. Right you are. We make for the capital. Such a selfless leader, sacrificing his own well-being for that of his people. It seems somewhere along the way he's actually become the kind-hearted king you took him for. Maybe. But if he does die, the people will be next. As if there's any avoiding that. Let's say he'd turned his back on his citizens and sought to prolong his own life instead. Tja, dann hätten wir den Free Houses Timeskip Dimitri. He would be reviled as a warmonger, one who sought conflict to protect his people, only to abandon them to the wolves when it mattered most. Commoners and lords alike would cast off their allegiance to him, and the kingdom would plunge into chaos.
Either way, there's no point speculating. If Dimitri dies now, it's all over. Ah, the struggles of being a leader. Your choices certainly carry more weight than those of a simple mercenary. Merc life's a walk in the park in comparison. All you have to care about is you and your company. And if worst comes to worst, you can just drop everything and run for your life. Not to say the profession doesn't have its own share of challenges. One's not necessarily harder than the other. But one thing is clear to me, at least. You'll never be cut out for the nobility. I could do without the insults, thanks. Wo waren wir stehen geblieben? Oh, Sylvain möchte auf Expedition gehen, aber erstmal looten wir hier alles. Können wir auch gleich was erweitern gehen. Oh, wir haben kein Dunkelmetall, das wir gegen den Talisman Schild tauschen können. Also nein. What do you think? Ich nehme Ambrosia, dankeschön. Anders sagen. Greetings. Zähle 2 Einheiten, um ihre Moral zu erhöhen. Felix, ich glaube, du kannst den Moralboost gut gebrauchen, denn die Moral ist ziemlich im Keller, wenn ich mir das so ansehe. Dann schauen wir uns mal an, was da erweiterbar ist. Vielleicht ist es ja was Wichtiges. Auf zum Verwalter. Allow me to assist with any matters regarding the Oh, die facility. Taktikakademie, was gibt's denn? Mehr Erholungsitem, mehr Fertigkeitsplätze. Nehmen wir das. Ermöglicht, dass Aktionssignaturfähigkeiten einen höheren Level erreichen können. Das erscheint mir doch sehr nützlich. Für die Chance beim Erfolg, beim Kochen. Irgendwie Anzeigericht, ich glaube, ich will die. So. Let me know if I may be of Gut, wo further ist service. Sylvain? Der möchte nämlich auf Expedition gehen. Machen wir mal. Any thoughts? Let's see. Ah! Sylvain! Wollen wir auf Expedition gehen? So, let's go, Junge. Das kann man nicht mal skippen, wie die rausreiten. Es ist jedes Mal dasselbe. Wir gehen auf die Ebene. I was just about to ask you the same thing. So halt. Wir haben halt nur die Ebene. There's nothing like some good old-fashioned peace and quiet. I think I'd fall asleep on the spot if I laid down in the grass. Na, das wird ja ein tolles Gespräch. Hi. His Majesty didn't have much of a way with women when he was young. Though the years haven't really changed that either. Das ist, schön für ihn. Hey, Einfach lachen. Im Zweifelsfall einfach lachen. Fragen wir mal was. Wir fragen nach seinen Sorgen. I'm not sure it's bothering me exactly, but it's hard watching your friends work themselves to the bone. Ja, Here you das kann ich voll und ganz nachvollziehen. So halt, alle sind am Ackern und du denkst, okay, da muss ich noch mal eine Schippe drauflegen. Und halt, dann siehst du, dass deine Freunde sich halt auch noch mal mehr anstrengen und dann ist das so ein ewiger Jenga-Turm, bis er irgendwann Margaret's more einkracht. delicate than she looks. Don't tease her too much, okay? Okay, ich bin jetzt zu ihr. Thanks. So halt, Ingrid hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich und mag Pegasi, genau wie ich. Also, kein Wunder, dass ich nett zu ihr bin. Hier wird das ein Blumenschmuck. Schmuck. No, Oh, willst du nicht haben? Pech. Na gut, dann gehen wir eben. Ciao. thanks. Oh, wir haben gleich den Support freigeschaltet. War ja ein super Gespräch. Wo ist auch schon der B-Rang? Never thought I'd
see the day you shut yourself in your room to read. I hear you've been pouring through every book on magic you can get your hands on. Hey, I read sometimes. Anyway, I had this great idea I needed to do some research for. I'm afraid to ask. Wait, what's that diagram? A perceptive question. This here is a blueprint I came up with for a new kind of fire orb. Really? You're talking about those flame-flinging siege weapons, right? Because that looks pretty small for a fire orb. Wird jetzt Erfinder oder was? Well, that's the point. I want to make it so that our knights can carry one around as easily as they do their swords. What would that accomplish? Knights don't have the training to use something like that. Right you are. The wielder needs both special training and some natural magical ability to use one. At least that's the case with our current fire orbs. Which brings me to my main goal, making it so that anyone can use them, no matter their background. Das klingt nur ein bisschen gefährlich. I mean, think about the havoc we could wreak if your average knight or myrmidon could also blast out some fire magic whenever they wanted. Das klingt wirklich sehr gefährlich. That's actually a great idea, Sylvain. I bet we could come up with some amazing battle strategies with those things. Right? I knew someone as special as you would understand. No, hat uns Special genannt. Either way, it won't be ready anytime soon. I'm not sure when I'll finally be done with it, honestly. If you don't hurry, the war will be over before you're finished. Battle's not the only place it'll come in handy. People who don't have any other training could use it for self-defense. Huh. Come to think of it, that's the same reason you were so interested in my sword. Does this have to do with House Gautier? I know your family's been dealing with Syreng for years now. Yeah, more or less. We've gone through some pretty tough times. My father's first wife, Miklon's mom, she died in a Syreng raid. Oh. We've managed to hold the border for about 100 years now, thanks to the Lance of Ruin. Ich wusste gar nicht, dass die beiden nur Halbgeschwister sind. So halt, ich glaube, das wurde in Three Houses jetzt nicht wirklich erwähnt, oder? But they keep pushing our limits. Frankly, I admire their determination. It did seem like Margrave Gautier was pretty used to fending off their attacks. It's not like he's had much choice. Once I inherit his title, I'll keep doing whatever I can to hold them off. But it's going to be tough without a stronger military. If the king had forces of his own, he could send them in at a moment's notice whenever we were in trouble. Problem is, the last king already tried something like that. It ticked the local lords off to no end. Makes sense. If the king grows stronger, everyone else loses a little bit of their own influence in comparison. Anyone would have a hard time swallowing that. I'd say it's worth it if it means the kingdom won't descend into chaos. Whatever the case, any reforms we enact will need to be peaceful and well-founded. Which is exactly why I want us to be able to fight on our own, without having to rely on a relic or on other lords. Wow, Sylvain, you actually sound like a real heir now. It's a nice change from all the skirt chasing you used to do. Hey, the future of my house is on the line here. Even the laziest guy in the world would be worried about that. Sure, the kingdom might be a half-frozen stretch of dirt, but it's my half-frozen stretch of dirt. And that's the only home I've got. Home, huh? Das ist irgendwie interessant, wie hier im Free Hope Sylvain einen ganz anderen Charakter angenommen hat, wie es über den Times gibt. Ich meine, gut, die Akademiephase war hier ein bisschen kürzer. Ich glaube, irgendwie so einen Monat oder so sind die Leute eher abgerauscht. Und halt, es sind nur 2 Jahre und nicht 5 Jahre. So halt, von daher wundert es mich nicht, dass es so ein bisschen anders ist. Aber das ist doch schon ziemlich anders. Gut, wir machen an der Stelle eine Pause. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann reiten wir weiter Richtung Norden. Irgendwann kommen wir sicherlich an. Und dann gucken wir mal, wie es Dimitri geht. Vielleicht lebt er noch, wenn wir uns beeilen. Naja, mal gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.